Wenn dein Staudenbeet im Juni noch voller Blüten ist, aber bereits im August müde und fast nur noch grün aussieht, liegt das oft an kurzblühenden Pflanzen oder am falschen Rückschnitt. Dabei musst du nicht ständig neue Pflanzen kaufen. Einige Stauden blühen von Natur aus lange, andere starten nach einem gezielten Rückschnitt noch einmal durch. In diesem Video zeige ich dir 9 Stauden, die in deutschen und mitteleuropäischen Gärten besonders lange Farbe bringen. Manche sogar bis zum ersten Frost. Du erfährst bei jeder Pflanze, welcher Pflegefehler ihre Blüte unnötig verkürzt. Bei Nummer 3 entscheidet der Boden darüber, ob sie jahrelang wiederkommt oder schon nach einem nassen Winter verschwindet. Und Nummer 1 ist in deutschen Gärten noch erstaunlich selten, obwohl sie ein Beet monatelang leicht und lebendig wirken lässt. Nummer 9. Katzenminze. Katzenminze gehört zu den zuverlässigsten Dauerblühern für sonnige und eher trockene Beete. Ihre blau-violetten Blüten legen sich wie eine weiche Wolke über Beetränder, Wege oder Rosenpflanzungen. Sorten wie Walker's Low beginnen meist im Frühsommer und bilden über Wochen neue Blüten. Nach dem ersten großen Flor schneidest du die Pflanze ungefähr eine Handbreit über dem Boden zurück. Wässere sie danach gründlich. Innerhalb weniger Wochen treibt sie kompakt wieder aus und beginnt häufig mit einer zweiten kräftigen Blütenrunde. Ohne diesen Rückschnitt wird Katzenminze oft breit, locker und deutlich blühfauler. Nummer 8. Storchschnabel Rosanne. Wenn du nur eine Staude für eine besonders lange Blüte pflanzen möchtest, ist der Storchschnabel Rosanne eine der stärksten Kandidatinnen. Seine violett-blauen Blüten erscheinen vom Frühsommer bis weit in den Herbst, in milden Lagen sogar noch länger. Rosanne wächst breit und locker zwischen Rosen, Gräsern und anderen Stauden. Dadurch schließt sie offene Stellen, beschattet den Boden und verbindet einzelne Pflanzen zu einem ruhigeren Gesamtbild. Sie kommt mit Sonne und lichtem Halbschatten zurecht. Der Boden darf frisch sein, sollte aber nicht dauerhaft nass bleiben. In tiefem Schatten lässt die Blütenfülle deutlich nach. Wird die Pflanze im Sommer zu groß, kannst du die langen Triebe einkürzen. Sie treibt anschließend wieder frisch durch und blüht weiter. Nummer 7. Steppensalbei. Steppensalbei bringt aufrechte Blütenkerzen ins Beet, meist in Violett, Blau, Rosa oder Weiß. Besonders schön wirkt er in kleinen Gruppen mit Rosen, Katzenminze oder Ziergräsern. Der erste Flor beginnt je nach Sorte im späten Frühjahr oder Frühsommer. Wer die verblühten Blütenstände stehen lässt, verschenkt mehrere zusätzliche Wochen Farbe. Sobald die meisten Blüten ehrenbraun werden, schneidest du den Salbei deutlich zurück. Danach braucht er Wasser und eine kleine Portion Kompost oder organischen Dünger. Schon nach wenigen Wochen erscheinen neue Triebe. Ab Spätsommer folgt häufig eine zweite, etwas kleinere Blütenwelle, die bis in den Herbst reichen kann. Genau dieser Schnitt entscheidet oft darüber, ob das Beet im Juli müde wird oder im September noch einmal aufblüht. Bis hierhin verlängert sich die Blüte vor allem durch den richtigen Schnitt. Bei den nächsten Pflanzen wird der Boden mindestens genauso wichtig. Nummer 6. Mädchenauge. Das Mädchenauge ist ideal, wenn deinem Beet im Sommer leuchtendes Gelb fehlt. Je nach Art und Sorte erscheinen seine sonnigen Blüten vom Frühsommer bis in den Herbst. Lange blühende Sorten bilden neue Knospen, solange du Verblühtes regelmäßig entfernst. Schneide dabei nicht nur den alten Blütenkopf ab, sondern den Stiel bis zum nächsten kräftigen Blatt zurück. Das sieht sauberer aus und regt die Pflanze zur Bildung neuer Seitentriebe an. Der Standort sollte sonnig und der Boden nährstoffreich, aber durchlässig sein. In dauerhaft nasser Erde werden viele Mädchenaugen kurzlebig. Nicht alle Sorten sind gleich langlebig. Lass deshalb einige Samenstände stehen oder teile kräftige Horste nach einigen Jahren. Nummer 5. Skabiose. Skabiosen wirken mit ihren dünnen Stielen und kissenförmigen Blüten fast so, als würden sie über dem Beet schweben. Diese lockere Wirkung macht sie wertvoll zwischen kompakteren Stauden. Kaukasus-Skabiosen können von Juni bis weit in den Herbst blühen, wenn du Verblühtes konsequent entfernst. Die Blüten erscheinen je nach Sorte in Blau, Violett, Rosa oder Weiß. Skabiosen mögen Sonne und durchlässigen Boden. In schwerer, nasser Erde werden sie häufig kurzlebig. Ihre langen Stiele eignen sich gut für kleine Sträuße. Das regelmäßige Schneiden für die Vase fördert zugleich weitere Knospen. Nummer 4. Prachtkerze. Die Prachtkerze wirkt, als würden kleine weiße oder rosafarbene Schmetterlinge über dem Beet tanzen. Ihre lockere Form bringt Bewegung hinein
ohne andere Stauden zu erdrücken. Ab Juli öffnet sie ständig neue Einzelblüten und kann bis zum ersten Frost weitermachen. Besonders schön wirkt sie zwischen Gräsern, Sonnenhut oder Salbei. Sie braucht einen warmen, sonnigen Platz und einen sehr gut durchlässigen Boden. Winternässe ist für sie meist gefährlicher als Kälte. Verbessere schwere Erde mit Splitt, Kies oder grobem Sand. Pflanze die Prachtkerze möglichst im Frühjahr, damit sie bis zum Winter kräftige Wurzeln entwickelt. Schneide sie im Herbst nicht bodennah ab. Lass die Triebe über Winter stehen und räume sie erst im Frühjahr zurück. In rauen Regionen hilft zusätzlich eine lockere Abdeckung aus Reisig. Die nächste Staude liebt ähnliche Bedingungen, doch bei ihr entscheidet der Standort besonders deutlich über Erfolg oder Misserfolg. Nummer 3. Duftnessel. Die Duftnessel, auch Agastache genannt, ist ein starker Spätsommerblüher. Ihre aufrechten Blütenkerzen erscheinen je nach Art und Sorte in blau-violett, rosa, Aprikot oder kräftigem Rot. Wenn viele Frühsommerstauden nachlassen, beginnt sie erst richtig zu wirken und zieht Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Doch bei der Duftnessel entscheidet der Boden darüber, ob sie dauerhaft im Garten bleibt. Sie braucht Sonne und einen Platz, an dem überschüssiges Wasser schnell ablaufen kann. In schwerem, winterfeuchtem Lehm faulen empfindliche Sorten leicht an der Basis. Auf trockenem, mineralischem Boden sind sie deutlich ausdauernder. Achte auf eine möglichst winterharte Sorte. Einige Duftnesseln werden bei ungeeignetem Standort schnell kurzlebig. Pflanze sie nicht in eine Mulde, in der sich Regenwasser sammelt. Ein leicht erhöhtes Beet oder ein Platz mit Kiesanteil ist oft ideal. Entfernst du die ersten verblühten Ähren, kann die Pflanze eine Nachblüte bilden. Einige Stängel solltest du bis zum Frühjahr stehen lassen. Sie geben dem Winterbeet Struktur und schützen die Pflanze zusätzlich. Nummer 2. Purpursonnenhut. Der Purpursonnenhut übernimmt ab Juli und gehört zu den auffälligsten Stauden für den Hoch- und Spätsommer. Seine großen Blüten erscheinen in rosa, weiß, gelb, orange oder rot und bleiben meist bis September attraktiv. Entfernst du die ersten verblühten Blüten, entstehen häufig weitere Knospen. Schneide im Spätsommer aber nicht jeden Samenstand ab. Einige dunkle Blütenköpfe dürfen stehen bleiben. Sie geben dem Beet im Herbst und Winter Struktur und bieten Vögeln Nahrung. Der Sonnenhut mag einen sonnigen Standort mit nährstoffreichem, aber durchlässigem Boden. Besonders in schweren, nassen Wintern kann er empfindlich reagieren. Setze ihn nicht einzeln verloren ins Beet. 3 bis 5 Pflanzen in einer Gruppe wirken ruhiger und natürlicher. Zwischen Gräsern kommt seine klare Blütenform besonders gut zur Geltung. Nummer 1. Purpur-Witwenblume. Die Purpur-Witwenblume ist noch immer erstaunlich selten in deutschen Gärten. Dabei ist sie perfekt für ein natürliches, lebendiges Beet. Ihre dunkelroten bis purpurfarbenen Blüten sitzen auf langen, beweglichen Stielen. An sonnigen Standorten erscheinen sie vom Frühsommer bis weit in den Herbst. Sie füllt lockere Zwischenräume und passt besonders gut zu Gräsern, Schafgarbe, Katzenminze oder hellen Skabiosen. Schneidest du Verblühtes regelmäßig heraus, bleibt die Blüte länger in Gang. Lässt du später einige Samenstände stehen, sät sie sich an passenden Stellen häufig selbst aus. So wandert sie langsam durch das Beet und sorgt jedes Jahr für etwas neue Natürlichkeit. Unerwünschte Sämlinge lassen sich leicht entfernen oder umsetzen. Das richtige Staffelprinzip. Doch welche dieser Stauden solltest du kombinieren, damit dein Beet über Monate interessant bleibt? Für den vorderen Bereich eignen sich Katzenminze oder Storchschnabel Rosanne. Beide schließen Lücken und bringen früh Farbe. In die mittlere Beetzone setzt du Steppensalbei, Mädchenauge oder Skabiose. Sie sorgen für kräftige Farbflächen und lassen sich durch Rückschnitt oder Ausputzen zu neuen Blüten anregen. Für Höhe, Bewegung und späte Blüte kommen Duftnessel, Sonnenhut, Prachtkerze oder Purpur-Witwenblume weiter nach hinten. So blüht nicht alles gleichzeitig. Eine Pflanzengruppe übernimmt die nächste und das Beet bleibt vom Frühsommer bis zum Frost lebendig. Selbst Dauerblüher brauchen Pflege. Ausputzen, Rückschnitt und der passende Boden bringen häufig mehrere zusätzliche Wochen Blüte. Du brauchst also nicht mehr pflanzen. Oft reichen die richtigen Stauden, am richtigen Standort und mit dem richtigen Schnitt. Welche dieser 9 Stauden wächst schon bei dir? Und welche möchtest du nach diesem Video noch in dein Beet holen? Schreib es gern in die Kommentare.
Und wenn du mehr praktische Gartentipps für jede Jahreszeit möchtest, abonniere Garten Lea.